Und herzlich willkommen zu Final Fantasy X. Wir sind immer noch in der Wüste Bikanel. Haben letztes Mal den schwarzen Ifrit besiegt. Ne, das wollte ich gar nicht. Letztes Mal den schwarzen Ifrit besiegt und die Monster gefangen, die wir brauchen. Wir können jetzt eigentlich erstmal vernünftige Waffen wieder ausrüsten. Wenn ja eh keine Gegner kommen. Wir suchen jetzt weiter die Charaktere. Einen haben wir schon. Suchen wir uns den zweiten. Gucken, wie lange wir da in der Folge brauchen für. Also ich werde natürlich nicht bewusst diese kleinen Spielchen verlieren, wenn wir sie weggucken. Aber ich habe auch nicht den Anspruch, sie zu gewinnen. Mein Anspruch ist nur, das Charakter-Quest bald hinter uns zu bringen. Kann man nämlich dann, wenn wir uns die Belohnung dann noch abgeholt haben für die Monster in der Monsterfarm und dann das schwarze Magus-Trio besiegt haben und die Solaris-Waffe von Rico aufgeladen haben, möchte ich nämlich in die Omega-Ruinen gehen. Jetzt rennen die auch noch weg. Ein Satz mit X, nämlich nix. Aber wir haben ihn. Und wieder zurück. Wie 10 kleine Jägermeister. Der kleine Chopper mag große Zahlen. Fort für eine Weile. Große Zahlen ist, denke ich mal, eine Andeutung. Dahin, dass wir jetzt in das Gebiet müssen. Ganz schnell gucken. Da wo 8 HI-Portionen sind. Also eigentlich ja hier.
Da ist er versteckt, der dritte. Mag große Zahlen, deshalb 20% nach Preisnachlass. Das war ziemlich das leichteste bisher. Don't you run, Needles! So bekommen wir jeder die Erfahrungspunkte. Cheetos durch Doppel-AP gleich doppelt so viele. Kann es den Omega-Ruinen noch viel Spaß bringen, wenn Cheetos doppelt so viele AP bekommt, kann er viel besser trainieren. Dann können wir in der nächsten Folge oder übernächsten Folge dann Omega-Ruinen wirklich mal wieder richtiges Training machen und mal wieder unsere Truppe ein bisschen aufbauen. Wir hängen jetzt seit 10, 15 Folgen immer bei derselben Stärke fest. Sieben kleine Jägermeister wollten gerne erben, damit es was zu erben gab, musste einer sterben. So, jetzt kommen gleich 2 auf einmal. Westlich der 10.000 Jill-Kiste. Die ist auf meiner Karte bei F. Okay, wir müssen ein Gebiet zurück. Wir laufen jetzt vom westlichen Teil weiter nach Westen. Und landen in der Mitte. Sehr logisch. Und die gucken uns beide an, das wird schwer. Vielen Dank. Das sind gleich 2 auf einmal. Ja, Tidus hat jetzt mehr Angriffskraft als Eulen. Das hilft aber nicht, da Tidus weder die Solaris-Waffe noch ein Siegel hat. Vielleicht kriegen wir beim Schwarzen Magus-Trio eine Waffe für Tidus mit Hit-Expander, das wäre sehr schön. So richtig dran glauben tue ich nicht.
gleich 2 auf einmal. Wertuler sehnt sich nach blauem Licht. Fahrt für eine Weile. Der ist beim Speicherpunkt. Und zwar nicht bei dem, auf dem wir jetzt zulaufen, sondern bei dem anderen. Also bei dem zweiten von den 3 Speicherpunkten, der in der Mitte. Also da, wo wir vorhin den zweiten Wächter gefunden haben. Also den ersten des heutigen Tages, sehr verwirrend, was ich gerade erzähle. Also der zweite Wächter, also mit dem wir heute angefangen haben, in diesem Gebiet, wo der Speicherpunkt ist, da finden wir den. Allgemein speichern können wir zwischendurch eigentlich sowieso mal machen. Dadurch, dass wir nur Monster haben, kommen wir ja relativ zügig voran. Ansonsten wären wir wahrscheinlich noch beim dritten Wächter. Müssen den ganzen Weg dann auch nochmal gehen, denn einer ist noch in der Oase. Später laufen wir den ganzen Weg dann erneut. Obwohl, wir können uns ja auch per Luftschiff zur Oase schicken. Dann laufen wir den Weg nicht, dann machen wir uns nehmen wir eine Abkürzung. Was wir hier vielleicht auch tun sollen. Da haben wir ihn. War schon schlecht. Das war... Wir werden wohl den ersten, den wir nicht bekommen werden. Eieieiei. Na, wir haben ja immerhin schon 4. Also wir haben schon Elixier. Freundzurit ist immer noch drin, als maximales mögliches Ergebnis. Das feine Elixier, dazu müssen wir noch 2 Leute, also 2 Charaktere finden.
nächste ist im Gebiet davor. Da gibt es mehrere Kisten, die wir zusätzlich einsammeln können. Also jetzt gibt es einen kleinen Bonus im nächsten Kaktor. Da gehe ich natürlich eher nach den Boni als nach dem Kaktor. Also wir können mal den Kaktor jagen, wir müssen nicht zum Kaktor rennen, wir können auch zu verschiedenen Kisten rennen. Wenn wir zu den Kisten rennen. Ein Gebiet mit den 2 Mega Potions, okay. Steckt sich in engen Löchern, zu ergeben seine Stolzsammlung. Den ersten Schatz gefunden. Oh, kurz vor. Ich habe ihn eigentlich gehabt. Was gibt's nicht? Naja, dann holen wir ihn jetzt. Diese Steine, die wir hier bekommen, die können wir auch jederzeit woanders holen. See ya! Über den nächsten gefangen. Und Wacker lernt Drohen. Wäre das der 7.? Bleiben dann noch 3. Jetzt kommt ein kleiner Bug, auf den wir aufpassen müssen. Also der nächste erscheint in diesem Gebiet, aber wir müssen das Gebiet vorher verlassen. Denn ansonsten erscheint der Kaktor nicht. Stunde der Hitze verlässt der Bewohner das Loch. Ilsia philosophiert.
Weil er ist in einem dieser Sandlöcher, wo dann die Kiste mit dem fallenden Elixieren damals drin war. Also in einer dieser Sandlöcher befindet er sich. Wenn wir das Gebiet jetzt nicht verlassen hätten, würde er nicht auftauchen. Das ist der 8., der 9. ist dann... Ich glaube, da sieht man ihn schon. Der größte Philosoph im Lande. Der dreht sich ja ewig nicht um. Was ist denn das? It's over. So, das war jetzt ein kleiner Spaßmove, der uns den nächsten erfolgreichen Spheroiden gebracht hat. Womit wir jetzt schon den 8. hätten. Davon den 7. erfolgreich. Ja gut, es zählt, also es gibt ja nur 9, weil einer ja doppelt zählt, also wir haben 6 erfolgreich. Der wissbegierige Elio ist auf Reisen. Der nächste befindet sich in der Oase. Ja, das kennen wir mittlerweile in- und auswendig. Besuchen nicht nur ganz kurz Sinn, jetzt machen wir weiter. Wir sind da gleich fertig. So, laut meinem Wissen müssen wir jetzt einfach wieder hier reinlaufen. Genau, und der sollte da sein. Der hat sich jetzt aufs Schiff gebeamt. Wollen wir ihm doch mal folgen? Gehen wir noch mal raus. May I? Nebenbei können wir gleich mal den ganzen Blödsinn, den wir hier so bekommen und verkaufen. Ja, das
Es tut mir leid, Method Expander verkauft man nicht gerne, aber mir nichts Besseres zu bieten. Die Dinger hier sind ja wirklich die absolute Witz. Der absolute Witz, was ich hier manchmal habe. Ja, das ist auch ganz gut. Das bringt uns nichts. Ich Rico aber so lange, wie sie hier unterwegs ist, die Doppel-AP ausrüsten, dann bekommt sie ja schließlich auch mehr AP. Das kann ja nur nützlich sein. Müssen wir wieder aufpassen, dass die Steuerung sich umdreht. Ja, Elio liebt Reise, wurde ja gesagt. Er möchte jetzt mit uns durch die Gegend reisen. Neigt zu Überreaktionen. Das Schiff neigt sich auch noch. Was ist denn das? Ich hätte vorhin nicht versagen sollen. Aber wir haben ihn. Er verabschiedet sich ohne zu kämpfen. Er wird im Moment den Spiroiden von Elio trotzdem erhalten. Jetzt geht es tatsächlich darum, Final Elixier oder Freundspiroid beim letzten. Der letzte erscheint dann direkt hinter uns.
letzte Tour durch die Wüste Bikanel. Danach sind wir hier fertig und kommen hier auch nicht wieder her, denn hier lohnt sich weder zu trainieren, noch gibt es hier weitere Quests oder Aufgaben. Wenn wir das Quest geschafft haben, sind wir hier endgültig fertig. Dann fehlt nur noch ein paar schwarze Bestias, die kompletten Omega-Ruinen und kompletter Sin. Halt mit viel Training oder auch wenig Training, das werden wir noch sehen. Da wir die schwarzen Bestias ja eigentlich so gut wie alle mit Jojinbu besiegen, brauchen wir kein übermäßiges Training. Hauptsache wir können halt Omega-Weapon besiegen. Omega-Weapon machen wir ohne Zanmatu, das sollte klar sein. Ultima Weapon, da brauchen wir eigentlich genug Geld, damit wir den bestechen können. Danach sieht es derzeit noch nicht aus. Das Gute ist, dass man hier wenigstens das Venus-Siegel nicht verpassen kann. Also hätte ja auch ein Quest geben können, das Venus-Siegel gibt es nur, wenn man, weiß ich, von den 9 Kaktoren 8 oder 7 oder alle gefangen hat. Das ist zum Glück nicht der Fall. Ansonsten könnte man das ja verpassen. Wenn man das Quest geschafft hat, dann ist ja zu Ende. Weil man sieht, der Elio ist vom Luftschiff gefallen, der wird ja nicht nochmal darauf gehen zum Beispiel. Falls er nicht sogar gestorben ist, wie auch immer. Während man beim Blitz ausweichen und Schmetterling fangen, wenn das nicht klappt, dann kann man das ja jederzeit wiederholen. Jetzt gar nicht speichern in der Hoffnung, dass ich das schaffe. Und wenn ich es nicht schaffe, neu laden zu können. Der Neuladen funktioniert hier sowieso nicht so richtig mit dem Aufnahmeprogramm. Deshalb nehmen wir, wie es kommt. Ein starker Wächter kontrolliert den Sand. Freya stellt sich immer nach hinten, fort für eine Weile, schleicht sich immer unbemerkt von Leuten an, hinterlistig. Das gibt's ohne Text auch noch. Uiuiui, das wird hart. Aber wir haben ihn. Und ja, der möchte wieder kämpfen. Der Megakaktor ist der Monsterform, der kann ja sogar 99.999 Stacheln. Tidus trifft zweimal nicht, aber sie trifft. Der lahme Tome geht Wasser holen. Wieso die Geschichte von Zinklenjäger messen 8 starke Wächter kontrollieren den Sand. Der kleine Chopper mag große Zahlen, fort für eine Ewigkeit. Alec und Aloya spielen den Ruinen, fort für alle Ewigkeit.
Vorhin stand da fort für eine Weile, jetzt steht da fort für alle Ewigkeit. Anscheinend sind sie jetzt erlöst. 5 starke Wächter. Jetzt oder seht sie nach dem blauen Licht. Fort für alle Ewigkeit. Aber er wurde eingeschlossen. Fort für alle Ewigkeit. Dieses Jahr philosophiert. Fort für eine Ewigkeit. Elio ist auf Reisen und fort für alle Ewigkeit. Keine starken Wächter kontrollieren mehr den Sand. Niemand macht mehr über das Land. Der schützende Sand ist verschwunden. Wüsste ich nicht, was sich jetzt lohnen wird, Titus zu geben. Rico wird auf jeden Fall von Angriffskraft jetzt doch profitieren, weil sie gleichhaft einen Hit-Expander besitzt. So, jetzt kann man in das Sandsturmtal gehen. Der Sand ist schließlich weg. Hier konnten wir, glaube ich, auch ganz am Anfang im Spiel noch gar nicht rein, zumindest weiß ich das nicht mehr. Das ist das wichtige Siegel für Rico. Hier nehmen wir unsere Belohnung noch mit und es gibt einen Freundsmeruin, weil wir 8 von 9 Faktoren gefunden haben. Sehr schön. Wenn wir jetzt den Rest der Folge noch ein paar Kleinigkeiten machen, also die Solaris-Waffe von Rico noch aufladen gehen und uns die Belohnung in der Monsterfarm abholen. Vielleicht versuchen wir uns noch im schwarzen Magus-Trio, je nachdem wie lange das jetzt dauert. Aber mit 0 Monster in der Waffe sollte das zügig gehen, zu den jeweiligen Gebieten zu kommen. Das Ziel der Folge ist erfüllt. Wir haben noch ungefähr eine Viertelstunde. Vielleicht machen wir noch in 10 Minuten schon Schluss, mal sehen. Also in die Omega-Ruinen möchte ich nicht mehr gehen heute. Natürlich das schwarze Magus-Trio, das kann, wenn man Glück hat, in einer Folge erledigt sein. Das kann aber auch 5 Folgen dauern. Andererseits müssen wir halt nicht so weit laufen. Wenn wir dort verlieren, wir werden halt direkt in den Hinterhalt gelockt, wenn wir aus der Minenstraße oben gespeichert haben. Also passiert ja nichts weiter. Kommt Rico schon mal ihre Gotteshand? Das nächste wäre dann Chocobo-Sachen von Titus, die werden wir gar nicht probieren. Dort müssen wir jeweils die Rennen fahren, dann kriegen wir die Ultima Waffe von Titus und wenn wir die unter das letzte Rennen in unter 0 Sekunden schaffen, das geht durch Abzüge, durch verschiedene Vögel und Ballons, die wir einsammeln. Ich glaube, Vögel bringen Minuspunkte und Ballons ziehen Sekunden ab. Dann kriegen wir das Siegel unter 0 Sekunden. Das werden wir gar nicht erst probieren. Bei Wackerl spielen wir wahrscheinlich auch keinen Blitzball mehr. Kimaris Waffe holen wir das Siegel auch nicht, indem wir Schmetterlinge fangen und bei Ludo gehen wir keine Blitze ausweichen. Also wir haben jetzt Riku, Oren und
Juna, die ihre Solaris-Waffen voll aufgepumpt haben. Waka und Tidus besitzen die Solaris-Waffen nicht mal. Doppel-AP, Doppel-Jill, Hit-Expander und Triple-Ekstase. Ich denke mal, darüber kann niemand meckern. Nee, Doppel-AP sollte auch nicht. Also verglichen mit dem anderen. Hit-Expander haben wir ja jetzt auch. Mit dem Kriegshänder ist das dennoch nicht schlechter. I will. Monsterfarm Spezialgegner hätten wir also auch noch, wenn wir wirklich eine Herausforderung suchen. Wir haben ja die ganze Zeit eigentlich schon geguckt. Autoreflex ist gar nicht so gut. So. Rico hat ihre beste Waffe, braucht keine anderen Waffen mehr. Auch diese Waffe nicht. Und auch diese Waffe nicht. Holen wir uns gleich nochmal eine Belohnung in der Monsterfarm ab. Dafür, dass wir die Büste Bikanel komplett haben. Wodurch nur noch die Omega-Ruinen und Sin fehlen und halt ein paar Eisengiganten aus der Donnersteppe. Falls wir doch mal schwarze Magus-Trio machen. Jetzt überlege ich mich gerade, ob wir lieber noch 8-mal Wolframator fangen, aber wir können ruhig schwarze Magus-Trio machen. Vielleicht schaffen wir es. Wenn wir es nicht schaffen, machen wir in der nächsten Folge damit weiter. Ohne nervende Zufallskämpfe macht das sehr viel Spaß. Nehmen wir die Abkürzung. Naja, zeig mal her. Natürlich mit Hinterhalt, aber wir sind dennoch gerüstet. Natürlich immun gegen alles. Ich hätte Rico mal nicht in den Kampf nehmen sollen.
Schrauben. Na, schwarze Steine haben wir mittlerweile genug. Rico steht wieder auf und fällt direkt um. Von den Schadenszahlen her finde ich den gar nicht so extrem. Jetzt hier weiter zu kämpfen wäre trotzdem absoluter Blödsinn. Ja, kann ich seine Ekstase nochmal aufladen. Bevor es für ihn zu Ende geht. Gucken, ob er auch 5-stellig kann oder ob das jetzt einfach nur 9999 macht. Nicht mal, der scheint, also von der Stärke her, erscheint ihm ja gar nicht besonders stark. Wahrscheinlich hat er entweder auch irgendwelche bösen Tricks. Ansonsten ist der durchaus machbar, wenn man da Protest einsetzt. Sollte der durchaus machbar sein. Mal gucken, was wir jetzt mit den schwarzen Steinen, was wir denn da einbauen können. Eine Waffe, wo wir gucken könnten, wofür wir einen schwarzen Stein gebrauchen könnten. Das sehe ich nicht, wofür das wichtig ist. Wahrscheinlich kann man besser erst damit Flair beibringen. Nee, auch nicht. Gravitas kann man beibringen, ja, das ist jetzt... Reißt mich jetzt nicht aus den Schuhen. Dann machen wir das Magus-Training in der nächsten Folge. Ich laufe nur noch so weit hin, dass wir dann direkt das nächste Mal mit dem Kampf starten können. Geht die Folge mal 50 Minuten, was ja eigentlich auch mal angedacht war als Standardfolgenlänge, 50 Minuten. Aber irgendwie geht das immer manchmal sogar eine Stunde. Ganz selten mal nur unter, so selten wie es über eine Stunde geht, so selten geht es auch unter 50 Minuten. Schon mal Ordnung ins Getümmel bringen. Ja, ich will.
Ich glaube, von einem dieser Leute hier, wenn man hier langläuft, wird man auch gewarnt von dem schwarzen Magus-Trio. Also, es warnt einen, dass man nicht zum Funguspass gehen soll, oder dass einem im nächsten Gebiet ein Hinterhalt passieren könnte. Also, wie auch irgendwie, ich weiß nicht, den Wort der Downloader weiß ich nicht mehr. Haben wir in dem Run ja auch noch nicht gemacht. Ich weiß noch, dass man da mal gewarnt wurde. Also, wenn man das erste Mal durchläuft, nicht, aber erst wenn man dann das zweite Mal unterwegs ist. Gut, also das nächste Mal schwarze Magus-Trio und danach dann die Omega-Ruinen. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, tschüss.